zu können. Der nächste Sprecher ist Dr. Ida Nabaterega. Sie ist die Referentin im Fachreferat Weibliche Genitalverstümmelung bei Terre de Femme. Vielen Dank. Ich bin nicht die Geschäftsführung. Geschäftsführung ist, wie mein Kollegin Owino gesagt hat, Geschäftsführung ist Frau Stolle, Christa Stolle. Ich komme ursprünglich aus Uganda und ich lebe in Deutschland seit 2006 mit einigen Unterbrechungen. Ich habe selber ein Master in Studien in Friedens- und Konfliktforschung und meine Promotionsarbeit über weibliche Genitalverstümmelung an der Otto von Guericke Universität in Magdeburg absolviert. Ich arbeite seit 2015 bei Terre de Femme als Referentin weibliche Genitalverstümmelung. Terre de Femme ist eine gemeinnützige Organisation und finanziert sich hauptsächlich aus Spenden. Die Organisation ist seit über 35 Jahren im Bereich Frauenrechte tätig. Denn Frauen und Mädchen sollen ein gleichberechtigtes, selbstbestimmtes und freies Leben überall auf der Welt führen können. Der Tag der sexuellen Selbstbestimmung ist ein besonderer Tag für uns als Aktivisten. Denn solch ein Tag erinnert uns in unsere unterschiedlichen Bereiche, beispielsweise Journalisten, Menschenrechtsaktivistinnen, Ärzte, Erzieher und Politiker unsere Rolle, Teilhaber und Verantwortung gegenüber die Gefährdeten, Betroffenen und die Gesellschaft insgesamt. Als Teil der Öffentlichkeit trägt jeder dazu bei, Kinder wirksam zu schützen, dass sie unversehrt aufwachsen und eine unbeschwerte Kindheit genießen können. Weltweit sind beispielsweise 200 Millionen Mädchen und Frauen genital verstümmelt. Meistens leben in 30 Ländern Subsahara-Afrikas. Alleine in Europa in 2009 lebten 500.000 Betroffene und 180.000 Gefährdete. In Deutschland in 2016 lebten 48.000 Betroffene von weiblicher Genitalverstümmelung und 9.300 Gefährdeten. Gefährdeten Kinder brauchen wirksame Schutzmaßnahmen und die schon Betroffenen eine psychisch-soziale, medizinische und pädagogische Unterstützung. Im Vergleich zu beiden Praxis männliche Beschneidung und weibliche Genitalverstümmelung. Ich kenne ausschließlich Gesellschaften, in welche Genitalbeschneidung bei beiden Geschlechtern aus kulturellen, religiösen und medizinischen Gründen praktiziert wird. Minderjährige Kinder kommen hier in Frage, obwohl sie ein Recht auf unversehrtes Leben haben. Genitalbeschneidung jeglicher Art ist eine Menschenrechtsverletzung und Körperverletzung des Kindes. Die Eltern und das Umfeld sind der festen Überzeugung, für ihre Kinder etwas Gutes zu tun, natürlich aus Unwissenheit. Die Haltung wird bestimmten Maßnahmen und Kampagnen verschiedener Organisationen und Institutionen bestärkt. Als konkretes Beispiel hierzu ist die männliche Beschneidung in Afrika. Ich stelle mir 3 Fragen hierzu. Wo liegt unsere Verantwortung als Gesellschaft und als Öffentlichkeit? Haben wir versagt, die Kinder wirksam zu schützen? Warum ist es so schwer, die Kinder vor dieser Menschenrechtsverletzung nachhaltig zu schützen? Dies sind 3 Fragen, die mich zum Nachdenken bringen. Auf viele anderen Bereiche sind höchste politische Entscheidungen und selbst Militäreinsatz möglich. Aber das Interesse und Augenmerk von Öffentlichkeit und Politik ist in diesem Bereich der Menschenrechtsverletzung eher geringer ausgeprägt. Das ist sehr schade. In diesem Sinn fordert Terre de Femme einen bundesweiten Aktionsplan im Bereich Kinderverstümmelung und verbesserte soziale, medizinische und pädagogische Unterstützung Betroffenen hier in Deutschland. Und in der internationalen Zusammenarbeit sollte Gelder bereitgestellt werden, um diese Menschenrechtsverletzung vor Ort zu bekämpfen. Genau diesem Thema brauchen wir eine interdisziplinäre Zusammenarbeit. Leisten Sie Ihren humanitären Beitrag, indem Sie diesem Thema ein gleiches Gewicht genauso wie anderen Themen geben. Als Journalisten machen Sie dieses Thema Genitalverstümmelung, Präsenz in der Öffentlichkeit und in den Medien.
Helfen Sie uns, diese Menschenrechtsverletzung an der politischen Agenda und Tagesordnung zu bringen. Mehr Infos über unsere Arbeit ist unter www.frauenrechte.de. Für weitere Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.